Du überlegst dir einen Volvo EC160e zu holen, bist aber vielleicht noch ein wenig unsicher oder es ist dein erstes Hydraulikmodell, dann bleib dran, ich habe mir den Volvo etwas näher angesehen. Hallo, ich bin der Andi, bin selbst Modellbauer und habe mir auch, wie so viele andere, den Volvo EC160e von WE Hobby geholt. In diesem Video möchte ich euch den Volvo etwas näher vorstellen und habe das Video in 3 Kapitel unterteilt. Im ersten stelle ich euch das Modell etwas näher vor, im zweiten machen wir gemeinsam einen Praxistest und im dritten zeige ich euch noch ein paar Tipps und Tricks zu den Einstellungen. Kommen wir gleich zum Lieferumfang. Ich mache jetzt hier kein klassisches Unboxing-Video. Jeder weiß, wie man einen Karton aufschneidet, aber im Karton selbst ist dann dieser Transportkoffer, in dem sich dann der Volvo ganz gut verpackt befindet, und den Koffer kann man dann in weiterer Folge natürlich dazu nutzen, das Modell zu transportieren. Somit entstehen hier keine Transportschäden, ist schön innen mit Schaumstoff ausgekleidet. Der Volvo passt da exakt hinein. Es ist die bekannte FlySky, eine 10-Kanal-Fernsteuerung dabei mit sämtlichen Mischkanälen. Das bedeutet, jede Funktion des Baggers lässt sich hier proportional steuern, ist an und für sich alles bereits eingestellt, aber dazu mehr dann im dritten Kapitel. Ein Akku ist dabei und auch ein Ladegerät ist dabei. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns den Volvo mal jetzt aus der Nähe an. Es ist ein Modell im Maßstab 1:14,5 und da passt er mit perfekt in die Tamiya, Cason, Lesu-Welt. Die meisten Modelle sind im Maßstab 1:14 unterwegs und da passt der Volvo EC160e perfekt dazu. Das Modell, wie eingangs erwähnt, kommt ready to run zu euch und ist, wie auch erwähnt, ein offiziell lizenziertes Volvo-Modell. Es ist eine Felsschaufel montiert, sehr detailreich, auch hier vorne mit dem Logo sind die Aufkleber drauf. Wir haben eine Verschlauchung dort, wo es Bewegung gibt an den Gelenken und so weiter. Ansonsten ist die Hydraulik fix verrohrt, was den Volvo sehr robust macht. Trotzdem muss man sich vor Augen halten, es ist ein Funktionsmodell, ein Hydraulikmodell und man muss sich schon noch bewusst sein, wenn man hier einsteigt in die Hydraulikwelt, dass man doch das ein oder andere Mal auch selbst Hand anlegen muss. Es ist eine Baumaschine, man muss hier ein Service ab und zu durchführen, vielleicht auch ab und an mal das Öl wechseln oder auch das ein oder andere Mal etwas austauschen, falls etwas kaputt geht. Davor muss man aber auch keine Angst haben. Die Community hilft hier sehr gerne. Auf Facebook gibt es eigene Gruppen, es gibt Modellbauforen. Also wenn ihr hier neu einsteigt, habt keine Angst, mit ein wenig handwerklichen Geschick bekommt man das hin. Vielleicht habt ihr vorige Woche mein Video gesehen mit dem Hydraulik-Zwischenfall, kleiner Unfall mit der Hydraulik. Sieht spektakulär aus, aber im Grunde genommen war diese gesamte Reparatur in 15 Minuten erledigt. Der Volvo ist hier sehr bedienerfreundlich aufgebaut. Mit ein paar Schrauben bekommt man hier das ganze Gehäuse runter, kann wunderbar dann zum Öltank und kann so hier auch kleinere Schäden durchaus leicht selbst beheben. Wir haben die Kettenlaufwerke natürlich, hier alles aus Druckguss, detailreich auch die Türe zu öffnen. Ihr könnt eine Fahrerfigur einsetzen. Wir haben vorne Arbeitsbeleuchtung verbaut mit 2 Scheinwerfern vorne und einem Scheinwerfer hinten. Wir bekommen die seitlichen Deckeln auf natürlich, die uns Einblick gewähren zum Hydrauliktank und auch zur Druckanzeige. Im dritten Teil komme ich dann, oder im dritten Kapitel komme ich dann nochmal auf die Druckanzeige zu sprechen.
Der Akku sitzt im Heck beim Heckgewicht des Baggers. Hier möchte ich vielleicht noch auch unseren Neueinsteigern einen Tipp mitgeben. Ich persönlich würde den Akku nie im Modell lassen. Das heißt, ich nehme ihn raus. Ich werde auch noch einen Reserveakku besorgen und auch das Original-Ladegerät nicht verwenden. Mit einem richtigen Modellbau Ladegerät ist der Akku erstens in einem Drittel der Zeit wieder neu aufgeladen und man kann halt natürlich auf der Baustelle dann wechseln. Ist der eine leer, wechsle ich den Akku auf den vollen aus und lade in der Zwischenzeit den anderen. Und der Akku ist keine Hexerei, der sitzt hier hinten im Heck. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Sind normalerweise mit 4 Schrauben ist dieses Heckgewicht gesichert. Und wenn man dann die seitlichen Deckeln aufmacht, dann lässt sich das Heckgewicht hier runternehmen und dann kann man den Akku, der ja im Heck drinnen sitzt, auch schön austauschen. Das ist noch ganz neu, sitzt natürlich recht straff. Das ist das Heckgewicht, das dem Bagger auch die nötige Standfestigkeit verleiht. Und hier seht ihr dann den Akku im Heck, der passt hier super hinein. Und dann stecke ich das Heckgewicht wieder drauf und habe den Akku getauscht. Deckel zu, das passt alles wunderbar. Auf der gegenüberliegenden Seite ist auch nochmal ein Deckel, der uns hier zur Elektronik einen Blick auf die Elektronik werfen lässt, und hier ist auch der Hauptschalter für das Modell untergebracht. Bevor es jetzt rausgeht zum Praxistest, lasst uns vielleicht noch ganz kurz auf die Fernsteuerung eingehen, welche Möglichkeiten wir hier haben. Das meiste aus der Praxis möchte ich euch dann draußen in der Erde zeigen. Ich habe jetzt schon mal eingeschalten. Mein Bagger kam voreingestellt mit ca. 30 Bar Betriebsdruck an. Das lasst den Bagger, also zum einen hat er dadurch extrem viel Kraft und zum anderen werden die Bewegungen auch sehr zackig und sehr schnell. Ich persönlich mag das nicht so, ich habe den Druck vermindert. Mein Bagger ist jetzt mit ca. 22, 23 Bar eingestellt. Wie das funktioniert, zeige ich euch in Kapitel 3. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass erstens der Bagger diese 30 Bar auf Dauer vielleicht schon verkraftet, aber ich es nicht für nötig halte. Er hat 11,5 Kilogramm Eigengewicht, er kann diese Kraft nicht stehen. Was ich damit meine ist, wenn wir jetzt mit der Schaufel eintauchen, dann hat er so viel Kraft, dass er quasi die Schaufel den Bagger zu sich zieht und nicht der Bagger stehen bleibt. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Übung. Und zum Zweiten, ich denke, dass die Schläuche, die ganzen Anschlüsse, die Pumpe, die Ventile einfach mit 22 Bar länger besser umgehen können als mit 30 Bar, die wir ohnehin bei diesem Modell nicht benötigen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wir haben jetzt hier die Pumpe, wir haben 2 Schalter, also 2 Pumpeneinstellungen. Wenn wir jetzt einmal den Pumpenschalter nach unten tun, dann sind wir im sogenannten Mischbetrieb. Ich fahre im Mischbetrieb, das heißt die Pumpe hat jetzt 0 Drehzahl, und sobald wir aber eine Bewegung ausführen, springt die Pumpe an und der Arm bewegt sich jetzt rauf und runter. Es wäre natürlich auch noch die zweite Möglichkeit, wir stellen die Pumpe auf Dauerbetrieb, dann läuft die Pumpe permanent und der Arm reagiert auch natürlich schneller. Sobald man die Bewegung ausführt, macht der Baggerarm das auch. Aber wir haben natürlich die Pumpe permanent laufen, verbraucht natürlich auch dementsprechend Akku und wir haben immer Druck am System. Ich persönlich mag den Mischbetrieb ganz gern, funktioniert auch tadellos, die Pumpe springt eigentlich sehr rasch an und ich werde meinen Bagger im Mischbetrieb fahren. Und jetzt würde ich vorschlagen,
wir schauen uns, wie sich das Modell in der Erde so tut. Wir sind jetzt bei mir im Garten angekommen, werden hier auf dem kleinen Erdhaufen, der seit dem Winter hier liegt, die Erde ist relativ hart, versuchen, ob der Volvo genug Power hat, hier mit der Schaufel in die Erde einzustechen und können uns jetzt auch gleich mal die Fahreigenschaften des Baggers anschauen. Ja, die Kettenlaufwerke lassen sich vorne mittels dieser Drehregler ganz gut steuern. Ihr seht, das geht doch relativ steil bergauf, aber das schafft er eigentlich ganz gut. Und sind wir auch schon auf unserer Position angekommen. Ja, das schafft er ganz locker da eigentlich. Sehr cool macht er das. Ganz lässig sticht er da rein. Ja, jetzt sieht man, dass sie ein bisschen aufhebt. Natürlich, die Erde ist recht hart, je weiter wir hier runterkommen. Ja, und wie gesagt, der Bagger hat 11,5 Kilo, ist klar, wenn er hier schön einsticht, dann sieht man hier, wie es ihn aufhebt, aber er hat genug Kraft, auch mit 22 Bar, seht ihr, ist das überhaupt kein Thema. Hier hat er genügend Kraft, das heißt, man braucht wirklich diese 30 Bar nicht unbedingt. Ja, die Erde ist hier feucht. Ich werde jetzt einmal die Kameraposition dann ändern, damit ihr hier das besser seht. Sorry, wenn ihr ein paar Windgeräusche habt, das ist heute leider wieder mal windig da. Tadellos. Ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich begeistert. Er schaut sehr scalig aus. Die Bewegungen, alles einwandfrei hier. Und auch mit 22 Bar macht er das tadellos, genügend Kraft bringt er hier auf die Schaufel.
Bevor ihr den Bagger das erste Mal in Betrieb nehmt, ist es am vernünftigsten, einmal eine Druckprobe zu machen, auf wie viel Bar ist denn euer Bagger eingestellt. Wir haben hier eine Megapascal-Anzeige MPa. Hier sollte bei Ausführung von 2 Bewegungen, in meinem Fall jetzt Hauptarm rauf und Schaufel ausdrehen, bis auf Anschlag ausführen, also gleichzeitig diese Bewegung durchführen, und dann sollte euch die Nadel nicht höher gehen als wie 2,2. Das wären dann in etwa, leicht zu merken, 2,2, 22 Bar Betriebsdruck. Das ist meiner Meinung nach genug. Ihr könnt ja dann noch ein bisschen auch feintunen. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt auf der Fernsteuerung. Ja, wie kommt ihr jetzt zu den Einstellungen auf der Fernsteuerung, um den Druck zu regulieren? Indem ihr am Display 3 Sekunden lang auf das Schloss drückt, dann entsperrt sich das, dann noch einmal, dann kommt ihr auf Endpoints. Auf dem Kanal 5 läuft unsere Pumpe, könnt ihr hier antippen. Original war sie bei mir auf 80% eingestellt, ich habe sie auf 55% eingestellt, und hier könnt ihr dann auch noch in kleineren Schritten zum Beispiel dann eben auf die 50 runter, 51, 52 ganz, wie es bei euch für euch am besten funktioniert. Wenn ihr dann mit dem Pfeil zurück, und dann sperrt sich die Fernsteuerung auch wieder von selbst. Das war mein Video zum Volvo EC 160e von AA Hobby. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten oder euch mit diesem Video die Kaufentscheidung erleichtern. Sollte euch etwas gefehlt haben, ihr oder Wünsche oder Anregungen oder noch weitere Fragen habt, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar hier. Freue mich über euer Like oder über euer Abo. In Zukunft werde ich mehr solche Videos veröffentlichen. Bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit euren Modellen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.